Irgendwann am Abend verschwinden sie. Gerade noch war dein Garten voller Leben. Ein Rotkehlchen zog den letzten Regenwurm aus der Erde. Meisen hüpften durch den Holunderstrauch. Ein Buchfink saß auf dem Rand der Wasserschale. Und dann, innerhalb von vielleicht 20 Minuten, ist alles still, die Futterstelle leer, die Äste reglos. Der Garten, der gerade noch atmete, sieht aus wie ein anderer Ort. Wo sind sie hin? Die meisten Menschen denken, irgendwo im Viertel, in irgendeinem Baum, schon okay. Aber die Wahrheit ist viel präziser, viel absurder und viel erstaunlicher, als du ahnst. Was deine Gartenvögel zwischen Dämmerung und Morgengrauen tun, gehört zu den am wenigsten beobachteten und gleichzeitig außergewöhnlichsten Momenten ihres Lebens. Heute Nacht, während du schläfst, werden die Vögel in deinem Garten Dinge tun, die dir den Atem verschlagen würden, wenn du sie sehen könntest. Willkommen bei der Vogelgarten. Abonniere, bevor du weitersiehst. Denn was du gleich erfährst, passiert jede einzelne Nacht in deinem Garten, völlig unsichtbar, für dich. Und es wird für immer verändern, wie du die Vögel am nächsten Morgen siehst. Heute Nacht gehen wir ins Dunkle, in das, was deine Vögel wirklich tun, wenn das Licht deinen Garten verlässt. Bleib bis zum Ende, denn das Letzte, was wir besprechen, passiert direkt über deinem Dach, auf bestimmten Nächten im Frühling und Herbst, und das Ausmaß davon werden die meisten Menschen niemals wirklich begreifen. Wohin deine Vögel wirklich gehen? Die Antwort ist nicht, wo die meisten Menschen vermuten, und sie ist anders für fast jede Art in deinem Garten. Fangen wir mit dem Rotkehlchen an, dem Vogel, den fast jeder kennt. Das Rotkehlchen schläft nicht weit von seinem Tagesrevier entfernt. In der Stunde vor Sonnenuntergang zieht es sich in dichtes Gebüsch zurück, bevorzugt immergrüne Sträucher wie Stechpalme, Efeu oder dichte Hecken innerhalb weniger 100 Meter seines Tagesgebietes. Es wählt die dichteste Deckung, die es finden kann, nicht primär wegen der Wärme, sondern wegen Schutz. Ein schlafender Vogel ist ein verletzlicher Vogel. Dichtes Grün ist das Nächste, was einem Unsichtbarwerden entspricht. Es kehrt Nacht für Nacht zum selben Schlafplatz zurück, wochenlang, manchmal den ganzen Winter, wenn du eine dichte Hecke oder einen alten Efeu an deiner Hauswand hast, schläft darin möglicherweise seit Monaten ein Rotkehlchen, ohne dass du es je bemerkt hast. Die Kohlmeise, ein kontrolliertes Herunterfahren. Die Strategie der Kohlmeise und ihrer Verwandten in der Nacht ist anders und erheblich überraschender. An kalten Nächten, und in Deutschland bedeutet kalt alles unter dem Gefrierpunkt, senken Meisen ihre Körpertemperatur in einem Zustand, den Wissenschaftler regulierte Hypothermie nennen. Sie kühlen sich absichtlich um bis zu 12 Grad Celsius unter ihre normale Tagestemperatur ab. Ihr Stoffwechsel verlangsamt sich dramatisch. Die Herzfrequenz fällt. Sie schlafen nicht einfach. Sie fahren sich herunter. Kontrolliert, präzise, um Energiereserven zu schonen, die sie sonst nicht hätten. Eine Kohlmeise wiegt etwa 18 Gramm. Auf einem kalten Winterabend ist ihr Energiehaushalt so knapp bemessen, dass sie ohne diese Anpassung eine Januarnacht möglicherweise nicht überleben würde. Und der Schlafplatz? Baumhöhlen, alte Spechthöhlen, Nistkästen, Rindenspalten. Die Wände der Höhle fangen die Körperwärme auf und reduzieren den Wärmeverlust dramatisch. Eine Meise in einer Nistkastenhöhle an einer Winternacht operiert mit einer physiologischen Präzision, die wir kaum nachahmen können. Das Gemeinschaftsschlafen. Einige der dramatischsten Schlafverhaltensweisen in deinem Garten betreffen Arten, von denen du das niemals erwartet hättest. Beginnen wir mit dem Zaunkönig, Europas drittkleinstem Vogel und zugleich einem der lautstärksten.
Der Zaunkönig ist normalerweise ein Einzelgänger. Er duldet andere Zaunkönige in seinem Revier kaum. Doch in besonders kalten Winternächten passiert etwas Bemerkenswertes. Mehrere Zaunkönige, manchmal über ein Dutzend, drängen sich gemeinsam in einen einzigen Nistkasten und schlafen zusammengepresst für die Nacht. Britische Ornithologen haben in Nistkästen bis zu 61 Zaunkönige gleichzeitig nachgewiesen. Vögel, die sich tagsüber gegenseitig verjagen würden, schlafen Schulter an Schulter. Die Mief-Kalkulation ist einfach. Geteilte Körperwärme bedeutet Überleben. Was dir das über deinen Garten sagt? Die Nistkästen und dichten Sträucher, die du pflegst, sind nicht nur Brutinfrastruktur. Sie sind Überlebensinfrastruktur. An den kältesten Winternächten sind diese Strukturen der Unterschied zwischen Vögeln, die morgen früh in deinem Garten aufwachen, und solchen, die es nicht tun. Wie Vögel im Dunkeln wachen. Ein schlafender Vogel ist nicht vollständig abgeschaltet. Er operiert in einem Modus, den die meisten Menschen nie in Betracht ziehen. Einem halbwachen Zustand kontinuierlicher Umgebungsüberwachung, den Wissenschaftler unihemisphärischen Slow-Wave-Schlaf nennen. Viele Vögel können buchstäblich mit einem Auge schlafen. Eine Gehirnhälfte tritt in den Schlafzustand ein, während die andere wach und aktiv bleibt. Das offene Auge scannt die Umgebung nach Fressfeinden. Die schlafende und die wachende Hemisphäre wechseln regelmäßig, damit beide Seiten Ruhe bekommen. Aber der Vogel ist niemals vollständig bewusstlos. Das bedeutet, der nächtliche Garten hat ein Sinnesnetzwerk, das durch ihn hindurchläuft, auch wenn er völlig still wirkt. Der Waldkauz, der um 22 Uhr aus dem alten Birnbaum ruft, wird von jedem Vogel gehört, der in Hörweite schläft. Der Alarmruf eines Rotkehlchens, das von einer Katze aufgescheucht wird, erreicht schlafende Meisen in der Nähe. Es lohnt sich dabei zu verweilen. Der Garten, den du durch dein Fenster um Mitternacht siehst, dunkel, still, scheinbar leer, ist nicht leer. Er ist voller Vögel in einem Zustand aktiver, verteilter Wachheit, versteckt in Höhlen und dichten Sträuchern und den inneren Ästen immergrüner Büsche. Sie beachten die Nacht mit einem Auge, während die andere Gehirnhälfte sich erholt, bereit, sich in Sekundenbruchteilen zu bewegen, wenn das offene Auge ein Signal sendet. Die Vögel, die du nicht für nachtaktiv hältst? Die meisten Menschen denken bei Nacht an Eulen. Punkt. Doch mehrere Vögel, die du als reine Tagesgäste betrachtest, tun nachts Dinge, die dich wirklich überraschen würden. Die Amsel ist das bekannteste Beispiel. Amseln sind Frühaufsteher, oft der erste Gesang vor der Morgendämmerung. Was die meisten nicht wissen: Amseln reagieren extrem empfindlich auf künstliches Licht in der Nacht. In Stadtvierteln und Vororten mit gut beleuchteten Gärten beginnen Amseln stundenlang vor dem Morgengrauen zu singen. Manchmal schon um 1 oder 2 Uhr nachts, weil das künstliche Licht dieselbe Hormonreaktion auslöst wie der natürliche Sonnenaufgang. Wenn du je mitten in der Nacht in einem beleuchteten Wohnviertel Vogelgesang gehört hast, es war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Amsel. Die Ringeltaube bietet eine andere Überraschung. Tauben wirken tagsüber wie die schläfrigsten, gemächlichsten Vögel im Garten. Aber eine Ringeltaube, die den halben Nachmittag reglos auf einem Ast saß, kann in vollständiger Dunkelheit in explosivem, pfeifendem Flug starten, wenn sich ein Räuber nähert. Das charakteristische Flügelgeräusch beim Auffliegen, das hohe Pfeifen der Schwingen, ist selbst ein Kommunikationssignal, das andere Tauben im Dunkeln warnt. Was gerade über deinem Haus fliegt und jetzt der Teil, der verändert, wie du den Nachthimmel über deinem Garten für immer betrachten wirst. 2-mal im Jahr füllt sich der Nachthimmel über deinem Haus mit Vögeln.
Nicht Dutzende, nicht Hunderte. Auf Spitzennächten des Vogelzugs, Ende April bis Anfang Mai und wieder im September und Oktober, kann die Zahl der Vögel, die in einer einzigen Nacht über einen einzelnen Punkt in Mitteleuropa ziehen, in die Millionen gehen. Das sind deine Vögel, keine exotischen Fernreisenden aus fernen Kontinenten. Die Rauchschwalbe, die jeden Sommer unter deinem Dachvorsprung brütet. Sie hat Deutschland letzten Oktober verlassen und war seitdem in Afrika. Und jetzt Ende April fliegt sie nachts nach Norden, direkt über dein Haus. Der Gartenrotschwanz, der im Mai bei dir anklopft. Er überquerte letzte Nacht möglicherweise die Alpen, navigiert nach Sternen- und Erdmagnetfeld, verbrennt Fettreserven, die dem Gegenwert mehrerer Marathonläufe entsprechen. Das deutsche Vogelwartenetz und europäische Radarsysteme verfolgen das in Echtzeit. Auf einer Spitzennacht sehen Wetterradarbilder aus wie ein riesiges Sturmsystem, das sich nordwärts bewegt. Kein Regen, keine Wolken, Milliarden von Vögeln. Die biologische Masse des Vogelzugs ist groß genug, um Radarsignale zurückzuwerfen, die Meteorologen erst lernen mussten, von Niederschlag zu unterscheiden. Das passiert gerade über deinem Haus. In dieser Nacht. Und in vielen Nächten dieses Frühlings. Der Garten wird still bei Dämmerung. Die Futterstelle leert sich, die Äste stehen reglos. Aber was du siehst, wenn du auf diesen stillen Garten schaust, ist keine Abwesenheit. Es ist Tarnung. Das Rotkehlchen sitzt in deiner Hainbuchenhecke. Die Meise ist in der Spechthöhle, in der alten Eiche. Ihre Körpertemperatur sinkt. Ihr Stoffwechsel fährt auf das Minimum zurück, das nötig ist, um bis zum Morgen zu überleben. Irgendwo über deiner Dachkante ziehen Vögel, die du erst im Mai wiedersehen wirst, in der Dunkelheit in ihren Tausenden nach Norden. Das passiert jede Nacht. Du lebst seit Jahren daneben, ohne die ganze Geschichte davon zu kennen. Jetzt weißt du sie. Und das nächste Mal, wenn dein Garten bei Dämmerung still wird, wenn die Futterstelle leer ist und die Äste reglos, wirst du wissen, dass die Vögel nirgendwo hingegangen sind. Sie haben sich nur in den Teil ihres Lebens zurückgezogen, den du noch nie sehen konntest. Schreib mir in den Kommentaren, hast du je mitten in der Nacht Vogelgesang in deinem Garten gehört? Oder etwas im Dunkeln gesehen, das dich überraschte? Ich lese alles. Bis zum nächsten Mal.